Also, Herr Kirchner, Sie sind dann angenommen worden, sozusagen die Aufnahmeprüfungen der NAPOLA waren bestanden und Sie sind dann nach Ostern 34 angekommen, da in Potsdam und sozusagen durch das Tor gegangen, wo Ihr Großvater ein halbes Jahrhundert vorher schon dran gerüttelt hatte und als Waisenkind auch schon rein wollte. Genau das, genau das. Heute sitzt übrigens der Ministerpräsident von Brandenburg in unserem alten Chemieraum. Also ich nehme an, das stinkt und knallt heute noch, so wie es damals bei uns geknallt und gestunken hat. Ja. Ja, wie war das, Ihr erster Schultag oder Ihre ersten Eindrücke da? Neue Welt? Neue Welt und natürlich auch ein bisschen Heimweh. Aber ach, es waren nun alles Jungs, so, mit denen man gut konnte. Hatte keine Schwierigkeiten, jedenfalls zu Anfang nicht. Und die Lehrer waren gemischt, zum Teil noch aus der alten Kadettenzeit, zum Teil aus der staatlichen Bildungsanstalt. Dieses Internat war von 1918 bis 1934 staatliche Bildungsanstalt, weil nach dem Versailler Vertrag des Ersten Weltkrieges Deutschland keine Offiziersausbildungskader haben durfte, also keine Kadettenanstalten haben durfte. Und also aus der Zeit waren dann auch welche da, also alte, mittelalterliche und ganz junge, die von der Uni kamen, so von der Studenten-SA, das waren die ganz strammen. Das waren von der SA, aber Studenten? Studenten, ja, ja, und die dann nun ihre Referendarzeit bei uns machten. Und ja, da hatten wir einige ziemlich komische Vögel. Waren Sie denn sozusagen der erste Jahrgang? Wir waren der erste Jahrgang NAPOLA. Der erste Jahrgang NAPOLA, sozusagen die Pioniere, sozusagen, Ja, die Pioniere der ja. Elitenerziehung. Vor den Sommerferien, also wir trugen zivil, vor den Sommerferien wurden wir in ein Gebäude reingeführt, in dem größere Mengen Schneider und Leute, die Maßnahmen waren. Und da kriegten wir nach Maß Uniformen. Also wir wurden gemessen und als wir aus den Sommerferien zurückkamen, kriegten wir neue Uniformen. Da war natürlich furchtbar stolz. War was besonders Schönes, ja. Also nicht nur Schuluniformen, sondern auch Maßuniformen. Maßuniformen, die dann natürlich nachher, die nächsten Jahrgänge, die mussten dann unsere übernehmen. Wenn wir rausgewachsen waren, kamen die. Also das war nur die erste Generation, die da neu eingekleidet wurde. Und wir kriegten eine irrsinnige Menge an Uniformen. Wir hatten also eine Sommeranstaltsdienstuniform, Winteranstaltsdienstuniform, Sommeranstaltsausgehuniform, Winteranstaltsausgehuniform und 1936 kam das Gesetz, dass alle Deutschen, die gesamte deutsche Jugend in die Hitlerjugend muss. Und da kriegten wir auch eine HJ-Uniform. Da gab es eine Winteruniform, Dienstuniform, eine Winterausgehuniform, eine Sommerdienstuniform, eine Sommerausgeh. Also der Schrank war voll, Spind hieß das Ding natürlich. Schränke hatten wir nicht. Wie haben Sie denn geschafft, dass Sie da nicht mal zwei Uniformen gemischt haben, wenn wir mal durcheinander gekommen sind mit den Uniformen? Ach nö, also die Hitlerjugend war braun und wir waren olivgrün mit roten Schulterklappen. Also jede Anstalt hatte eine andere Farbe der Schulterklappen. Also beispielsweise Plön, schwarz, Stum, in Ostpreußen weiß, Köslin, glaube ich, rosa oder so. Also es gab die alten Kadettenanstalten, sowohl die preußischen als auch die sächsische in Klotzsche bei Dresden und in Süddeutschland die badenischen oder württembergischen in Rottweil und Backnang. Alle hatten andere Farben. Das war der Unterschied zwischen uns.